Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Ich hoffe, ihr könnt es auch hören und es nervt euch genauso sehr wie mich. In den nächsten 2 bis 3 Tagen, ich vermute mal, dass wir daraus 3 Videos machen werden, das heißt Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, werden wir coole Videos posten zu diesem System hier. Das System wird nicht nur irgendein System, sondern es wird ihr neuer Gaming-Tisch. Deswegen ist die Basis auch ein Lian-Li DK05X, also ein Tisch-PC-Gehäuse, höhenverstellbar. Die Komponenten, die wir verbauen, kommen von EK, CableMod, Team Group und Asus. Und da wir 2 Systeme verbauen, passt nicht alles auf diesen Tisch. Und deswegen stellen wir gleich alles nochmal einzeln vor. Und vielen Dank an die Sponsoren dafür. Bevor es mit dem Video weitergeht, ein kurzes Wort zu unserem heutigen Partner und Sponsor dieses Videos, und zwar ist das Lizengo. Lizengo ist ein deutsches Unternehmen und falls ihr mal auf der Suche seid nach einem Key für euer neues PC-System, das heißt ihr habt gerade ein neues PC-System zusammengebaut, braucht zum Beispiel ein Windows 10 Home oder Pro Key, dann schaut doch mal gerne bei Lizengo vorbei, dort werdet ihr auf jeden Fall fündig. Wie bereits erwähnt, werden wir im Tisch 2 Systeme verbauen. Ein kleineres System, das wird als Workstation und NAS-System dienen, und ein großes System, das wird letztendlich ein Gaming-System werden. Und Basis des Gaming-Systems ist das Asus Maximus 11 Formula Z390 Board. Aus meiner Sicht auch das schönste Z390 Board, das so existiert. Wir werden es später sehen, wenn hier alles schön erleuchtet ist mit dem Muster gerade unten auf dieser Abdeckplatte und hier an der Seite. Sieht wirklich extremst geil aus. Und dieses System wird von einem Asus Tor-Netzteil gespeist, und zwar einem 1200 Watt. Wir haben auch noch ein kleineres Asus Tor, ein 850 Watt Netzteil. Das wird dann für das kleine NAS-System sein. Und das kleine NAS-System hat auch ein Z390 Board, und hier haben wir ein Asus Maximus 11 Gen. Wie gesagt, NAS-System klein, wir brauchen nicht so viele PCI-Express-Slots, deswegen werden wir hier eher ein kleineres Mainboard verbauen. Die Asus Tor-Netzteile haben eigentlich ein ziemlich cooles Feature an der Seite, das habe ich auch schon in vielen Videos gezeigt. Also könnt ihr hier auf diesem kleinen OLED-Display die Leistungsaufnahme sehen unter Last oder auch im Idle. Und wir werden es natürlich versuchen, so einzubauen in den Tisch, dass man das auch später lesen kann im Betrieb. Müssen wir mal schauen, das wird ein bisschen tricky, weil eigentlich die Netzteile verdreht eingebaut werden. Aber wir müssen sie ja so einbauen, dass beide Displays nach innen zeigen. Da müssen wir mal schauen, ob das geht mit dem Kabelmanagement, aber das müssen wir später dann schauen, ob wir das so eingebaut bekommen. Dann haben wir hier auf der linken Seite noch ein bisschen Peripherie. Das machen wir aber ganz zum Schluss, wenn alles steht. Dann packen wir die Tastatur, Headset, Mauspad und so weiter, packen wir alles aus und machen wir natürlich ein bisschen testen, ein bisschen zocken. Packen das alles auf den Tisch und dann zeige ich euch nochmal im Detail die Peripherie. Und jetzt geht es erstmal weiter mit den Wasserkühlungskomponenten. Alle Wasserkühlungskomponenten kommen exklusiv von EK. Hier haben wir 3 Coolstream PE360er Radiatoren. Davon verbauen wir 2 in das große System und 1 in das kleine. Und die Radiatoren werden mit EK WADA RGB Lüftern bestückt. Davon haben wir insgesamt 9 Stück. Wir haben euch auch nicht verraten, welche CPUs wir für die beiden Systeme verbauen, aber ich zeige euch jetzt, welche Kühler wir verbauen. Und zwar sind das 2 EK Velocity RGB Kühler, und das sind sogar die neuesten Modelle von EK. Für das große System haben wir 2 Grafikkarten, einmal eine 2080 Ti in der Fornos Edition oder eine Strix. Wir wissen leider noch nicht, ob der Kühler für die Strix rechtzeitig ankommt. Ansonsten verwenden wir den EK Vector RTX GPU Kühler in der Nickel-Acetal-Version für die Founders Edition. Passend dazu verbauen wir noch eine schwarze Backplate auf der Rückseite. Da wir 2 Kreisläufe verwenden, benötigen wir natürlich auch 2 Pumpen, und dafür benutzen wir 2 EK Express DDC AGB Pumpenkombinationen. Für beide Systeme verwenden wir 16 mm Hardtubes, und natürlich haben wir dafür auch die passenden 16 mm Anschlüsse, einmal in Rot und einmal in Schwarz. Und die roten verwenden wir für das große System und die schwarzen für das kleine. Zusätzlich haben wir von EK noch ganz viele RGB-Adapterkabel bekommen, die wir auch benötigen, da wir von CableMod unter anderem noch richtig viele RGB-Straps bekommen haben. Die werde ich euch aber gleich auch noch vorstellen. Aber vorher kommt Roman und stellt euch Team Group vor. SSDs und RAM kommen diesmal komplett von Team Group. Wir haben hier Delta RGB SSDs, da haben wir eine 500 GB und eine 1 TB SSD. Die 500 GB SSD wandert in das kleine System und die 1 TB SSD an das große System.
Beim Arbeitsspeicher setzen wir auf T-Force Excalibur RGB RAM in der Special Edition. Das heißt, wir haben hier oben so ein spezielles Muster aufgedruckt. Das Muster wird dann passend zu dem Innenleben des Tisches. Also wir haben hier mal wieder was ganz Spezielles gemacht, ähnlich wie bei meinem PC. Haben wir ein Muster, was sich dann durch den Tisch ziehen wird. Das könnt ihr jetzt noch nicht so genau erkennen. Also wir haben hier so Acrylplatten zugeschnitten, wo oben Carbon drauf ist. Und da ist ein Muster ausgeschnitten, das ziehen wir nachher alles ab, dann wird euch das auch klar, wie das aussehen wird und das sollte dann von der Form und von der Farbe her sehr passend zu den RAM-Sticks sein. Wir haben zwei 16 GB Kits, 3600 MHz, also auch ausreichend hohe Geschwindigkeit. Für den gesamten Tisch verwenden wir die Kabel von CableMod, da diese schön vorgesleeved sind, und für die Asus Tor-Netzteile verwenden wir das Pro Series Cable Kit in schwarz-blau und in rot-blau. Alle anderen Kabel wie SATA-Kabel und USB-Kabel haben wir auch komplett von CableMod, aber die zeigen wir im Detail während dem Einbau. Um das Muster, was euch Roman gerade gezeigt hat, von unten zu beleuchten, haben wir von CableMod 30 und 60 cm Adjustable RGB-Streifen erhalten. So, und damit ihr euch jetzt nicht weiter langweilt, werden wir jetzt auch mit dem Bau starten. Es geht endlich los mit dem Tischbauvideo, beziehungsweise fast. Wie ihr sehen könnt, wir haben den Tisch gerade schon so ein bisschen auseinandergenommen, beziehungsweise erstmal in meine Wohnung transportiert, zusammengebaut und dann wieder auseinandergenommen, logischerweise. Und dann ist Mary eine interessante Idee gekommen, was wir jetzt gleich noch hier vorne machen müssen. Und ich würde sagen, Mary erklärt gleich mal, worum es geht. Ich hatte die Idee, dass wir hier an dem Tisch einfach noch Acrylplatten einsetzen und die dann mit Logos gravieren, denn wenn man dann die von der Seite mit LED-Streifen beleuchtet, dass dann das Logo leuchtet. Und das wollte ich dann mit meinem Logo und natürlich von den Sponsoren haben. Und ich denke, das könnte ganz geil aussehen, aber wir gucken uns mal das Endergebnis an. So, normalerweise habe ich sowas noch nie gemacht. Auch so Vlogs sind eigentlich nicht so mein Ding, aber ja, Mary meint, das ist eine gute Idee, wir nehmen euch mal mit und gehen jetzt mal zu Case King. Wir müssen noch ein paar Sachen holen, also CPU fehlt noch, dann ein paar Teile für die Wasserkühlung, Hardtubes, ein paar kleine Anschlüsse müssen wir noch holen, die Flüssigkeit, ein Biegekit für die Hardtubes, weil 16 mm Hardtubes habe ich tatsächlich noch keine gebogen, sondern eigentlich immer nur 12er, also bei mir zu Hause, bei Case King natürlich schon. Und deswegen müssen wir die Sachen noch holen und dann lesen wir natürlich die Platte, die wir gerade angesprochen haben. Da haben wir noch ein paar Ideen, aber da müssen wir uns gleich noch ein bisschen absprechen, was da rein muss an Logos und so weiter. Und dann schauen wir weiter. Also wir haben uns jetzt so ein paar Gedanken gemacht, wie wir das Ganze umsetzen wollen. Wir werden auf jeden Fall vorne in den Tisch so eine Acrylplatte machen, Basis 10 mm dickes Acryl, das wir von der Seite beleuchten können mit Addressable RGB-Streifen. Und wir werden das Ganze wie so eine Distro-Plate auch gestalten, das heißt, wir werden auf jeden Fall die Beleuchtung von der Seite machen, dann Logos reingravieren. Da müssen wir noch genau schauen, welche Logos. Und dann, wie gesagt, basteln wir so eine kleine Distro-Plate draus. Das heißt, es wird dann am Ende auf jeden Fall dreischichtig werden. Ein paar Ausschnitte machen mit dem Laser, Gewinde schneiden, zusammenkleben. Dann soll auch da wieder die Carbonfolie drüber, denn das soll ja zum Rest passen vom System. Und ja, schauen wir mal weiter. So, ich habe jetzt im CAD mal die Grundlage von der Platte gemacht, das heißt wie gesagt 10 mm Platte aus Acryl und habe jetzt hier unten so einen kleinen Ausschnitt gemacht, da legen wir dann den LED-Streifen rein und hier oben soll dann das Wasser durchfließen. Das gleiche machen wir dann nochmal gespiegelt auf der anderen Seite, das heißt Wasser läuft hier rein, rüber, Brücke nach drüben und so geht es dann weiter und hier auf der Ebene packen wir dann gleich noch zwei Logos rein. So, wir haben jetzt die 10 mm Platte genommen, Acryl, könnt ihr sehen, und haben die
vorne mit der Carbonfolie beklebt und dort, wo wir jetzt dann ein bisschen tiefer gravieren, können wir dann, je nachdem wie die Bahnen verlaufen, dann eben das Carbon abziehen und dann haben wir ein cooles Muster.